Ja, dann darf ich Sie auch nochmal ganz herzlich begrüßen und vielen Dank auch nochmal am Stadtmuseum, dass wir hier sein dürfen und vielen Dank für die netten einführenden Worte von der Katrin. Stürmische Zeiten, 1923. Ich werde einige Highlights aus der Zeit nehmen in der Zeitraum von Januar bis Oktober, bis unsere erste Radiosendung, Rundfunksendung gestartet wurde und wie gesagt auf Highlights beschränken, einfach weil die Zeit nicht reicht sonst. Ja, kleines Kaleidoskop, der 1. Januar 1923, ein Montag. Es war regnerisch, das Thermometer hat 5 Grad gezeigt, die Sonne war an diesem Tag auch nicht zu sehen und wir sind die original fliegenden Blätter zum Jahreswechsel 22/23. Das Jahr hat nicht sehr gut begonnen. Am 11. Januar haben französische Truppen das Ruhrgebiet besetzt. Grund war, Deutschland hat die Reparationskosten, Zahlungen nicht erfüllt, die im Versailler Vertrag festgelegt waren. Und hier sehen wir das Bild aus Essen, Nachmittag, wo die Franzosen eingeritten sind. Ja, politisch ging es stürmisch weiter. Die 3 Akteure kennen Sie wahrscheinlich. Reichspräsident Friedrich Ebert zu dieser Zeit, dann der Reichskanzler im ersten Hälfte des Jahres war der Wilhelm Kuno und ab August hat es der Gustav Stresemann übernommen. Aus dem Grund, der Wilhelm Kuno hat einen passiven Widerstand im Ruhrgebiet gegen die Franzosen durchgeführt und an dem auch festgehalten. Und seine Regierung wurde dann im August gestürzt und Gustav Stresemann übernahm die Regierung als Reichskanzler, hat diesen passiven Widerstand beendet und so konnte man mit den Franzosen wieder ins Gespräch kommen. Aber ein wesentlicher Punkt in diesem Jahr war natürlich die Inflation, die das Leben zum großen Teil bestimmt hat. Am Beispiel des Strompreises in Berlin, Strompreis pro Kilowattstunde, die Inflation aufgezeigt, dass man sieht, wie die Inflation verlaufen ist. Das hat natürlich auch für Lebensmittel, für alle Dinge gegolten des täglichen Lebens. Und Sie sehen hier, im Januar habe ich bezahlt 275 Reichsmark für die Kilowattstunde Strom. Im August waren das schon 100.000 Reichsmark. Und im Oktober, Anfang Oktober 60 Millionen, Ende Oktober 5,8 Milliarden. Und ich habe dann noch 2 Zahlen hingeschrieben im November. Da sehen Sie am 15. November 126 Milliarden, einen Tag später das Doppelte. Und wenn Sie sich die Balken anschauen, ab Oktober spricht man auch von der Hyperinflation. Und es war natürlich für die Menschen nicht einfach. Lohn und Gehalt hat man in Waschkörben transportiert oder in Schubkannen. Das Geld wurde beim Einkauf auch nicht mehr gezählt, es wurde nur noch auf die Waage gelegt. Und man sieht, Schlange stehen war an der Tagesordnung. Ob vom Leihamt, weil man was versetzen musste, um die täglichen Ausgaben überhaupt noch leisten zu können, oder sei es beim Einkauf. Was natürlich in solchen Zeiten klar ist, der Tauschhandel blüht. Man hat, wenn man ein Musikinstrument bekommen wollte, hat man ein geschlachtetes Schwein dafür in Zahlung gegeben. Wenn man ins Theater wollte, hat man Butter und Eier für die Theaterkarte an der Kasse bezahlt. Informationen in der damaligen Zeit, Sie kennen die Zeitungsjungen aus alten Filmen, kamen über die Tageszeitung. Die Tageszeitung ist erschienen 7 Tage in der Woche, jeweils morgens und abends. Und wenn es ein besonderes Ereignis gab, untertags gab es die Extrablätter. Warum? Eine Radiosendung, wie wir sie heute gewöhnt sind, Nachrichten, gab es damals noch nicht. Das heißt, man
hat aus der Tageszeitung seine Informationen bezogen. Ja, und so hart die Zeiten auch waren, natürlich wollte man etwas Ablenkung. Und eine günstige Ablenkung gab es in der Tageszeitung, das war der berühmte Fortsetzungsroman. Er ist hier auch mal so rot umrandet, dass man mal sieht, wie lang so eine Episode täglich war. Und da wurden bekannte Romane abgedruckt und von Literaten. 60 Folgen über 2 Monate. Also man hatte Spannung über 2 Monate, wie es denn weitergeht, konnte diskutieren und hat sich daran erfreut. Hatte man ein Grammophon, dann hat man eine Platte aufgelegt zu Hause. Und da gab es einen Gassenhauer zu der Zeit, ausgerechnet Bananen. Den kennen vielleicht einige von Ihnen. Und ich habe hier oben eine Originalplatte mit der englischen Version, die kam ja aus Amerika, dieser Song, Yes, we have no bananas, von der Vox Schallplatten und Sprechmaschinen AG. Und die Vox Sprechmaschinen und Schallplatten AG kommt auch wieder beim Rundfunk zum Tragen, später mit dem Voxhaus. Da waren die ansässig. Ja, und man tanzte dann natürlich auch zu der Schallplatte, auch zu Hause. Typischer Tanz zu ausgerechnet Bananen an Jimmy Foxtrot. Natürlich konnte man auch ausgehen. Berlin bot da viele Möglichkeiten. Furtwängler dirigierte zu dieser Zeit die Berliner Philharmoniker, man ging ins Konzert oder vielleicht in die Operette. Robert Stolz, Mädi, hatte Premiere in diesem Jahr. Und auch in 1923 wurde der Admiralpalast eröffnet in Berlin und da war eine Revue zu sehen, drunter und drüber von René Kollo und in Walter Kollo. Der René war der Sohn. So. Und in dieser Revue gab es dann auch den Lindenmarsch, den kennen auch alle unter Linden, der ist in dieser Revue auf die Welt gekommen. Man konnte natürlich auch ins Kabarett gehen, da gab es eine ganze Menge Möglichkeiten in Berlin, zum Beispiel die Wilde Bühne oder das Café Größenwahn oder auch die Katakomben. Und ich denke, Sie kennen alle die 2 Namen, Trude Hesterberg und Claire Waldorf, die heute ja auch noch gehört werden. Oder man ging in die Gondel. Ich habe hier ein Programm, wo man oben noch sieht, da hat sich der Tucholsky verewigt, das war sein Programm und auch Texte von ihm wurden in der Gondel rezitiert. Ja, oder man ging in das Voxhaus. Das Voxhaus hat Samstagnachmittag oder am Wochenende kostenlose Schallplattenkonzerte veranstaltet mit Künstlern von ihnen und man konnte da den Nachmittag verbringen bei schöner Musik. Ja, und dann gab es natürlich, jetzt muss ich, glaube ich, habe ich eins zu viel erwischt. Genau. Ne, passt schon. Man ging ins Kino. Stummfilm hat es damals nur gegeben. Der erste Sprechfilmversuch war am Laufen, aber das Gros war Stummfilm. Und Willy Fritsch hatte hier seine erste Hauptrolle in Meine Frau, die Unbekannte. Willy Fritsch kennen Sie alle wahrscheinlich dann noch als Uferstar mit der Lilian Habe in Tonfilmen. Ja, und sportlich ging es auch zu. 6-Tage-Rennen gibt es heute noch. Und 1923 entstand dieser berühmte 6-Tage-Rennen Sportpalastwalzer mit den 4 Pfiffen am Anfang. Und zwar wurde da am Anfang der Walzer Wiener Praterleben gespielt und die ersten Takte hat man mit Händeklatschen normalerweise begleitet und die wurden dann durch diese berühmten 4 Pfiffe ersetzt, die heute noch benutzt werden und der Sportpalastwalzer ist ja heute noch die Hymne von den 6-Tage-Rennen. In dieser Zeit emanzipierten sich auch die Frauen. Sie wurden berufstätig. Es gab Sekretärinnen, Stenotypistinnen, sie arbeiteten in der Fertigung
oder als Verkäuferin. Eine Angestellte zu werden, war damals für eine Frau ein sozialer Aufstieg. Allerdings hatte das ein Handicap. Man musste unverheiratet sein und unter 25. Die Sozialdemokraten, die gaben damals aber schon eine Arbeiterinnenzeitung heraus, speziell für berufstätige Frauen und Mädchen. Ja, und an der Mode ging die Emanzipation auch nicht vorbei. Die alten Zöpfe wurden abgeschnitten, die langen Haare, es kam der Bubelkopf und die Röcke wurden kürzer und die Frauen zogen die Hosen an. Der Direktor der Funkstunde, der Friedrich Georg Knöpfke, machte die Ansage und die lautete folgendermaßen: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Voxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Weg beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir ein Cello-Solo mit Klavierbegleitung Andantino von Kreisler, gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak am Flügel, Herr Fritz Goldschmidt. Ja, es folgten weitere Musikstücke, teils von Schallplatte, teils live eingespielt, und das Programm endete nach einer Stunde mit dem Abspielen der Nationalhymne. Am nächsten Tag war über den Start des Rundfunkprogramms in einigen Zeitungen eine kurze Notiz. Sie können sich vorstellen, die Zeiten, Inflation und. Da war natürlich jetzt eine Radiosendung von einer Stunde, auch wenn es die erste war, jetzt nicht der Aufreger. Und ich habe hier aus dem Berliner Tageblatt auch mal 2 Seiten Ihnen hingezeigt, und das da oben, das rote, das war die Notiz über die erste Radiosendung am 29. und das war die Ausgabe vom 30. Oktober. Und da gab es eine kurze Notiz mit der Überschrift Rundfunk zur Unterhaltung, die offizielle Eröffnung. Und in dieser Notiz war ein Hinweis, dass es wohl aufgrund der noch nicht genehmigten Anträge bei der Post noch keinen rechtmäßigen Hörer mit Lizenz in Berlin gab. Diejenigen, die das Programm, in dem es nur Konzerte gab, im Umkreis von 100 Kilometer hören konnten, waren wohl sogenannte Schleichhörer. Also wer waren die Schleichhörer? Das waren Funkamateure, Radioamateure, die halt die Sendung empfingen, aber eigentlich keine Lizenz hatten. Am 31. Oktober, einen Tag danach, bekam der Tabakwarenhändler Wilhelm Kohlhoff die Genehmigung für den Betrieb eines Rundfunkempfängers, und er zahlte dafür 350 Milliarden Mark. Die Lizenz Nummer 1, die Sie hier auch sehen, wurde ihm in der Reichstelegrafenverwaltung am Schöneberger Ufer übergeben. Soweit der kleine Ausflug ins gesellschaftliche Umfeld 1923. Und bevor wir uns dann den Voxhaus-Sender ansehen, den der Konrad dann vorstellen wird, bringen wir Ihnen den Tango El Choclo zu Gehör. El Choclo wurde 1905 in Buenos Aires uraufgeführt und kam vor dem Ersten Weltkrieg schon nach Deutschland, hätte also durchaus im Radio 1923 gespielt werden können. Der Tango war auch zu dieser Zeit neben dem Shimmy und dem Foxtrot einer der Modetänze, die getanzt wurden. Ja, und perfekt spielt ihn jetzt nun der Alexander für uns.